So, jetzt möchte ich einmal zeigen, wie es geht, Subnautica mit ein paar Cheats sich das Leben zu erleichtern. Wir machen mal ein neues Spiel auf und machen ein freies Spiel. Das ist im Endeffekt dasselbe wie der Überlebensmodus, nur eben ohne dass die Anzeige für Trinken und für Essen da ist. Das heißt, wir brauchen da nichts essen und nichts trinken und gehen einfach mal in das freie Spiel rein. Und jetzt loadet er erstmal das ganze Spiel. Und dann können wir auch gleich schon beginnen. Wir starten natürlich wieder in unserer Rettungskapsel, nicht weit weg von der Aurora, und haben außer unseren Fabrikator erstmal nichts dabei. So, bei dem Spiel nicht erschrecken, ihr hört wahrscheinlich schon vorher das Meeresrauschen, bevor überhaupt irgendetwas hier kommt, was ihr bedienen könnt. Das ist relativ normal, liegt auch an der Rechnerleistung. Desto schneller desto schneller euer Rechner ist, desto schneller seid ihr auch im Spiel. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Zum Cheaten habe ich auch eine Internetseite für euch. Hier steht alles drin, was ihr so braucht zum Cheaten. Ja, was man eingeben muss, damit entsprechend ja, das Material dann bei einem ist. So, man braucht noch ein bisschen arg lange heute. Ah, jetzt geht er los. Jetzt kommt erstmal der Trailer. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. So, wir befinden uns also in der Rettungskapsel. Wir gucken mal auf Tab, unser Inventar. Da ist also alles blank, alles leer. Das Einzige, was wir haben, ist der Fabrikator. In den neuen Updates glänzt das hier auch richtig schön drin. Wir können natürlich noch nichts machen, weil wir nichts haben. Würde heißen, wir gehen erstmal raus. Hier vorne ist unsere Aurora. Eben mal vorsichtig hier rumgucken, ob hier irgendwo ein Tierchen ist. Nein. Ich sehe schon Quarz hier unten. Also das funktioniert auch, wenn ihr cheaten wollt. Ganz gewöhnlich, wie ihr das gewohnt seid. Vielleicht sogar schon mit dem Spiel. So, ja. Kalkstein. Den werden wir mal zerkloppen. Ja, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, weil wow, da war so ein böses Viech. Weil ganz so viel Luft haben wir dann doch nicht. So, ja, wir sind ja schon an der Oberfläche angekommen. Würde jetzt doch beim ersten Mal durch an die Oberfläche schwimmen. Na, dann tun wir das doch mal eben. So.
zero life signs detected. Lethal radiation levels detected. The main drive core hier sind is also auch Fische und natürlich hier unser Metall, was wir mal brauchen können. Da gehen wir mal wieder an Bord. So, jetzt haben wir mal einiges gesammelt für den Fabrikator. Das werden wir mal hier eben uns zusammenstellen lassen. Einmal haben wir hier Titan. Müssen wir so zweimal haben. So, mit Titan kann man ja schon etwas machen nachher. So, also so ganz so viel können wir jetzt noch nicht machen. Spielt aber auch jetzt erstmal gar keine Rolle. Mal eben kurz gucken, was brauche ich für eine Sauerstoffpulle. Glas, das heißt, ich muss also da Quarz sammeln. So, Quarz möchte ich jetzt nicht sammeln, möchte ich mir direkt cheaten. Dann funktioniert das über die Taste F3. So, dann haben wir hier erstmal die Konsole. Damit ihr überhaupt die Konsole bedienen könnt, müsst ihr einmal kurz auf F8 drücken, damit der Mauszeiger freigegeben wird. So, F8. Na, F8. Na, will er noch nicht den... Wenn er den Mauszeiger nicht freigibt, dann drückt ihr einfach einmal kurz auf die Windows-Taste, dann klappt das auch. Und dann geht ihr hier oben, Disable Konsole. Ja, Disable Console. Da macht ihr mal ein Pünktchen rein. So. Und dann drückt ihr nochmal F3 und Enter. Und dann seht ihr schon, hier unten ist die Konsole. Da gehen wir jetzt mal ein. Item Quartz. Also für Quarz Item, also ich möchte das Stück Quarz haben und dann mache ich einen Abstand dahinter und sage, ich möchte 6 Stück davon haben. So, jetzt habe ich in meinem Inventar 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1 haben wir aufgesammelt, also 7 mal Quarz. Das heißt, mit Quarz kann ich dann schon hergehen und kann mir Glas machen. Machen wir noch mal ein bisschen Glas. Da machen wir so viel wie geht eben. So, und dann haben wir doch schon hier ein Presslufttank. 2. Noch ein, 3, wunderbar. So, wenn wir jetzt rausgehen, haben wir schon hören wir schon, dass wir auf jeden Fall, also wir haben noch keine Schwimmflossen, kein gar nichts, deshalb kommen wir ja auch echt extrem langsam voran. Das sehen wir hier unten, das sind also praktisch nur unsere Schuhe, die wir haben. Wir haben noch keinen Radiation-Anzug, also dass wir nicht in die radioaktiven Zonen rein können. Aber ich möchte jetzt hier ein bisschen ins tiefere Wasser, weil ich möchte uns jetzt schon mal eine Seemotte basteln. Das funktioniert wie folgt. Ich gehe eben mal kurz in den Cheat rein. Moment. Wo habe ich ihn? Hier. Und dann sagen wir mal C-Mod. Eben mal kurz runtergucken. Also das sind die ganzen Sachen, die ihr euch damit machen könnt. Blueprints zum Beispiel sind alle, genau, wir müssen erstmal die Blueprints nachher freischalten, dann können wir nämlich auch andere Sachen machen. Also, um die C-Mod zu erstellen, heißt das jetzt Item C-Mods oder C-Mod. Item C-Mod. Und schon wird die Seemotte gebaut und ich habe schon mein erstes Unterwassergefährt.
So, da ist sie schon. Und ich kann mich dann quasi mit der Seemotte hier vergnügen. Ziehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Und dann sagen wir, die Cyclops möchten wir auch gleich noch haben. Die Cyclops ist ja dieses große U-Boot, das heißt dann Sub-Cyclops. Dann gehen wir wieder hier rein in den Cheat, entern, Sub-Cyclops und dann wird die Cyclops gebaut. Ja, wir sehen das hier. Und so könnt ihr quasi alles euch ercheaten, was ihr nur braucht. Ja, macht natürlich wenig Sinn, wenn man sich alles ercheatet. Aber so ab und an mal das eine oder andere sich zu ercheaten, ist gar keine schlechte Idee, weil man sonst wirklich lange suchen muss. Jetzt sehen wir hier mal, das sind auch so ein paar kleine harmlose Seeungeheuer.